Hallo und herzlich willkommen zu einem Anleitungsvideo von Kikos Strickschule. Heute möchte ich euch zeigen, wie man linke Maschen strickt. Ich habe jetzt mein Probestück, mit dem ich rechte Maschen gestrickt habe und euch auch den Knötchenrand schon gezeigt habe und möchte euch jetzt zeigen, wie man linke Maschen strickt und werde da auch ein bisschen dazu sagen, was der Unterschied ist zwischen rechten und linken Maschen. Bevor ich jetzt anfange, ein Wort zur Randmasche. Ich bleibe jetzt, auch wenn ich linke Maschen stricke, mal bei dem Knötchenrand, damit wir da im Moment noch nichts Neues machen müssen. Und Knötchenrand heißt für mich, die erste Masche wird rechts abgehoben und die letzte Masche wird rechts gestrickt. Man kann den Knötchenrand auch anders machen, aber der Einfachheit halber bleiben wir mal jetzt dabei. Das heißt, die erste Masche hebe ich rechts ab. Das heißt, ich gehe von links neben der Masche in die Masche rein, der Faden ist hinten und ich hebe die Masche ab. Das war jetzt meine Randmasche und die halte ich gut fest. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man linke Maschen strickt. Und der Unterschied zwischen linken und rechten Maschen ist eigentlich, dass man macht eigentlich die gleiche Masche, aber sozusagen vertauscht die Vorder- und Rückseite. Wenn ich rechte Maschen stricke, hat diese Masche ein bestimmtes Aussehen auf der Vorderseite und ein bestimmtes Aussehen auf der Rückseite. Ich habe ja jetzt in der letzten Reihe rechte Maschen gestrickt und umgedreht. Das heißt, ich gucke jetzt auf die Rückseite der rechten Maschen. Und die Rückseite der rechten Masche hat immer so einen Querfaden, der sozusagen genau quer zu diesem senkrechten Faden auf meiner Nadel ist. Das heißt, die Rückseite der rechten Masche und damit auch die Vorderseite der linken Masche hat immer einen Querfaden, der parallel zur Stricknadel läuft. Die Vorderseite der rechten Masche und die Rückseite der linken gucken wir uns gleich an. Jetzt geht es erstmal darum, eine linke Masche zu stricken. Dafür muss ich im Prinzip alles anders machen als bei der rechten Masche. Und bei der rechten Masche hatten wir den Faden hinter der Arbeit, den holen wir jetzt vor die Arbeit. So, dann hatte ich euch bei der rechten Masche ja gesagt, dass man von links neben dem senkrechten Faden einsticht. Auch das drehen wir jetzt um. Das heißt, hier ist mein senkrechter Faden und ich gehe jetzt von rechts neben dem Faden in die Masche rein. Und bei der rechten Masche waren wir von vorne nach hinten, hinter die linke Nadel gegangen. Jetzt gehen wir von rechts nach links vor die linke Nadel. Also wir haben schon ziemlich alles umgedreht, was man umdrehen kann. So, jetzt habe ich ja den Faden hier hängen. Ich gehe mit meiner Nadel hinter dem Faden, hinter der Masche, von hinten nach vorne durch die Masche durch. Und jetzt muss ich die Nadel vor den Faden drum schlingen. Jetzt halte ich die gut fest und jetzt muss ich mit meiner Nadel wieder durch die Masche nach hinten raus. So, und da muss ich gucken, dass ich den Arbeitsfaden mitgenommen habe. Wenn ich den mitgenommen habe, kann ich jetzt wieder die linke Nadel rausziehen. Es kann euch passieren, dass der Faden erstmal nach hinten rutscht, aber nehmt ihn gleich wieder nach vorne, weil wir ja jetzt die ganze Reihe linke Maschen stricken. Ich gehe mit der Nadel von rechts durch die Masche mit der rechten Nadel vor die linke Nadel. Mein Faden liegt auch vor der rechten. Mein Faden liegt vor der rechten Nadel und ich gehe jetzt von unten vor den Arbeitsfaden, wickel den so einmal rum, halte ihn fest und schiebe die Nadel nach hinten durch und habe eine linke Masche gemacht. Und wenn ihr jetzt hinguckt, hier sieht man diesen Querfaden, der parallel zur Nadel läuft. Und hier sieht man den Querfaden der Reihe davor. Das heißt, ich habe jetzt zwei solche Querfäden, die direkt übereinander liegen. Hier unten sehe ich zwar auch Querfäden, aber wenn ich das lang ziehe, sehe ich da auch was dazwischen. Und hier bei diesen zwei Fäden liegt nichts mehr dazwischen. So, jetzt gibt es einen ganz häufigen Fehler, den Leute machen beim linke Masche stricken, nämlich, dass sie von rechts in die Masche reingehen, aber jetzt nicht unter den Faden gehen, sondern den Faden hier runterfallen lassen, über den Faden gehen und den Faden so nach hinten schieben. Das kann man machen, dann hat man auch eine Masche auf der Nadel, aber die liegt dann andersrum. Normalerweise, wenn ich mir meine Masche angucke, liegt immer der vordere Faden geht nach rechts und der hintere Faden geht nach links. Und bei dieser Masche ist es jetzt umgekehrt. Da geht der vordere Faden
geht jetzt hier nach links zum Arbeitsfaden und der hintere Faden geht nach rechts. Und damit habe ich die Masche verdreht. Das möchte ich im Moment nicht, das kann man später machen, wenn man möchte. Aber jetzt zeige ich euch die linken Maschen so, dass sie richtig auf der Nadel sitzen und ihr auch in der Lage seid, jedes Muster zu stricken, was ihr stricken möchtet, ohne Maschen irgendwie umdrehen zu müssen. Also der Faden liegt vor der linken Nadel. Ich gehe mit der rechten Nadel von rechts in die Masche rein, gehe von unten vor den Faden, wickel ihn einmal um die linke Nadel drum. Ich kann jetzt hier mit dem Daumen festhalten, ich kann mit dem Daumen festhalten und darauf achten, dass der Faden hier noch auf der Nadel liegt, wenn ich hinten aus der Masche rauskomme. Wenn ich die Masche habe, kann ich die loslassen. Einstechen, drumrum, festhalten, durchschieben. Immer schön den Faden nach vorne nehmen, von rechts in die Masche reingehen, den Faden drum wickeln. Ich kann jetzt auch mit dem Zeigefinger den Faden runterdrücken. Auch das hilft mir, dass hier der Faden auf der Nadel bleibt und dann kann ich die linke Nadel aus der alten Masche rausholen. Also von rechts einstechen, von unten vor den Faden und rum. Jetzt nehme ich mal den linken Daumen zum Helfen und die linke Nadel raus. Von rechts rein, jetzt nehme ich wieder den Zeigefinger hier runter und komme hinten raus. Jetzt nehme ich mal den rechten Zeigefinger, da brauche ich aber auch den Daumen und schiebe das raus. Von rechts einstechen, von unten vorne rum. Jetzt nehme ich den linken Daumen zum Durchschieben. Und jetzt nehme ich wieder den Zeigefinger, indem ich hier runter gehe, den Faden nach hinten durchziehe und schön den Faden wieder nach vorne bringe. Ich stricke jetzt mal ein bisschen schneller, dass ich an den Rand komme. Und das, was ich hier mache mit dem rechten Zeigefinger und Daumen, so habe ich mir ursprünglich die linken Maschen angewöhnt zu stricken. Inzwischen mache ich häufig so, dass ich den Zeigefinger runternehme. Das ist auch eine recht gute Methode. Aber letztendlich wird sich jeder von euch dann irgendwas angewöhnen, was für ihn funktioniert. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. So, und jetzt bin ich hinten angekommen. Die vorletzte Masche stricke ich so, wie ich es euch gezeigt habe. Ziehe die linke Nadel raus, ich halte meine Randmasche gut fest. Jetzt nehme ich den Faden wieder nach hinten. Jetzt gehe ich wieder von links neben der Masche nach hinten, hole den Faden nach vorne und habe jetzt ganz zum Schluss eine rechte Masche gestrickt. Und jetzt, wie gesagt, wenn ich das ein bisschen auseinanderziehe, seht ihr, dass hier zwischen diesen Querfäden noch was passiert, aber hier sitzen die Querfäden direkt übereinander. Und wenn ich jetzt mein Strickzeug umdrehe, ich achte beim Umdrehen gleich darauf, dass der Faden nach unten und hinten geht, dass ich nicht aus Versehen die Masche der Vorreihe hochziehe. So, und wenn ich jetzt auf dieser Seite gucke, da seht ihr, dass jetzt hier oberhalb von meinem Daumen gar keine Querfäden mehr sind, sondern alle Fäden senkrecht übereinander stehen. Und das ist jetzt die Vorderseite der rechten Masche und die Rückseite der linken Masche, nämlich dass diese zwei Fäden senkrecht runtergehen, also parallel zu den Maschen auf der Nadel, hier runtergehen, das ist das eine V, das ist jetzt das andere V von der Reihe davor und hier haben wir jetzt sozusagen eine linke Masche, einen Querfaden, der wieder parallel zur Nadel läuft. Und wenn ich jetzt wieder eine Reihe rechte Maschen stricken würde, dann würden wieder diese parallelen Fäden übereinander sitzen. Und wenn ich dann wieder eine linke Reihe stricke, dann kommen immer diese Fäden übereinander und auf der Rückseite kommen die ganzen Parallelen übereinander. Wenn ich jetzt aber eine linke Reihe stricke, dann kommt wieder diese Seite nach vorne und diese Seite nach hinten. Das heißt, wenn ich immer linke Maschen stricke, sieht es nachher genauso aus, als wenn ich immer rechte Maschen stricke, nämlich, dass es dazu kommt, dass man abwechselnd die senkrechten und die waagrechten Fäden hat. Das Ganze zieht sich dann aber immer nur so zusammen, dass man von der Optik hauptsächlich die linken Maschen sieht. Ich hoffe, das hat euch geholfen, linke Maschen zu stricken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!